war kurz bevor es dann so akut wurde, da habe ich noch zu dir gesagt, ich weiß nicht, ob ich das momentan gerade schaffe, das einzubinden, weil ich einfach so viel beschäftigt war. Und als es dann soweit war, dann habe ich gedacht, nee, du hast das Versprechen gegeben und du machst das jetzt. Und ich wollte auf meine Art meinen Abschied mit ihr. Dass es so schnell ging, habe ich auch nicht mit gerechnet. Also als sie das erfahren hat, ich musste ihr das ja ungefähr 20 Mal erzählen, dass sie jetzt die Wahl hat zwischen Behandlung oder Sterben. Und von den 20 Mal hat sie 19 Mal gesagt, sie will keine Behandlung. Und einmal hat sie nachgefragt, wie denn die Behandlung so ist. Also selbst da war es jetzt kein, ich will unbedingt die Behandlung und so. Wie hast du das denn geschafft? Du hast es ja in wirklich kurzer Zeit hingekriegt, 3-mal in der Woche 4-5 Stunden am Stück da zu sein für sie. Aber es war für mich schön. Also das Gute war, dass ich an Timmy mitnehmen konnte, dass ich nicht immer den Druck hatte, zwischendurch nach Hause zu müssen und den Timmy zu versorgen. Anfangs hatte ich ja so dieses Bestreben, so ganz perfekt sein zu wollen in der Pflege mit ihr. Und dann habe ich aber gemerkt, es funktionierte nicht. Dieses Lassende und... Jemand was machen lassen. Ja. Das Zugestehen, dass derjenige das nicht mehr kann, nicht mehr möchte, wie auch immer. Und in der Pflege habe ich immer, man muss. Derjenige muss jetzt essen, derjenige muss jetzt gewaschen werden. Aber es war dann nicht mehr wichtig. Ich hatte auch das Gefühl, die Zeit dreht sich anders in diesen letzten Wochen. Also selbst wenn ich für eine Stunde hingefahren bin, waren plötzlich 4 Stunden um. Wir haben es nie geschafft, mal nur schnell was anzubauen oder so. Das war wie so ein Zeitloch irgendwie, als würde da um dieses Bett herum die Zeit anders laufen. Und dann ist die Welt drumherum, die ist so ganz schnell. Und dann ist da dieses, wie so eine, keine Ahnung, wie bei Momo, bei Michael Ende oder so, wo plötzlich so die Zeit so anders dreht. Und was ich ganz, ganz toll fand, wir haben uns ja nur wirklich 16 Jahre gekannt. Und ich habe im Grunde 16 Jahre kaum was in der Tiefe von euch gewusst. Und dann haben wir uns die Bilder angeschaut. Und dann hat sie mir ganz viel davon erzählt. Ihren ganzen Lebensweg hat sie mir erzählt. Und da war ich so fasziniert davon. Und auch jede Streicheleinheit, die wir uns gegeben haben, jede Umarmung, jedes einfach nebeneinander sitzen, kuscheln, sich was angucken, das war so schön, das hat mir so gut getan. Und dann konnte ich auch loslassen.